Hallo, ein paar Worte vorweg zu dem nun folgenden Podcast. Warum mache ich das Ganze? Und wie sieht die Lösung aus? Ja, ich mache das Ganze, weil ich wirklich immer wieder feststelle, dass es so sehr viele Menschen gibt, die unter allen möglichen Wehwehchen, inklusive psychischen Disbalancen, sage ich mal ganz vorsichtig, leiden. Und die nach jahrelangen Arzt-Odysseen keine Lösung finden, sondern es wird eher immer schlimmer. Es kommt immer irgendeine Erkrankung dazu. Und meine Erfahrung ist einfach, dass ich im Laufe der Jahre immer gesünder geworden bin, obwohl ich ja älter geworden bin. Vor 10 Jahren, als ich anfing, Gluten wegzulassen, da ging es mir bedeutend schlechter als heute. Und dann habe ich ja zwischendurch einen Kurzausflug zurück zu Glutenkonsum gemacht und da ging es mir sofort wieder schlechter. Diese Einbrüche kann ich ganz klar darauf zurückführen. Und deshalb möchte ich im nun folgenden Podcast nochmal darauf hinweisen, dass es schon bestimmte Zusammenhänge gibt zwischen Gluten und Krankheitsanzeichen. Was da für dich zutrifft, das musst du selber entscheiden. Und ob du dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, Risiko eingehst, etwas zu ändern und deine Ernährung umzustellen, das kannst nur du entscheiden. Aber ich weise jetzt schon darauf hin, dass ich im übernächsten Podcast Hilfestellungen geben werde, wie man aus dem ganzen Glutenkarussell aussteigt und wie man es schaffen kann, bestimmte Dinge eben nicht mehr essen zu wollen, essen zu müssen. Denn es ist natürlich eine Leidenschaft, das alles essen zu können und essen zu dürfen, was Gluten beinhaltet. Ich weiß ja, wovon ich rede. Und nun wünsche ich dir viele neue Einsichten und dass du dann eventuell eine für dich sinnvolle Entscheidung triffst. Alles Liebe und viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte nochmal einen Nachtrag bringen zu dem Entdecken des Zusammenhangs zwischen Depression und Glutenunverträglichkeit. Wenn du im Netz googelst oder Suchmaschinen bemühst und die Frage stellst nach dem Zusammenhang und nach den Anzeichen einer Glutenunverträglichkeit, dann wird in erster Linie der Magen-Darm-Bereich aufgeführt. Was bedeutet, dass du in erster Linie den Hinweis liest, dass es Verdauungsprobleme gibt, Blähungen, Durchfälle. Das ist aber längst nicht alles, was mit Glutenunverträglichkeit mittlerweile assoziiert wird. Da möchte ich weiter. Dann gibt es einen weiteren Punkt, das ist sehr unspezifisch und allgemein. Man geht davon aus, dass ein schwächeres Immunsystem vorhanden ist, eine leichtere Anfälligkeit für Krankheiten. Dann gibt es, und das habe ich selber auch am eigenen Leib ganz früh schon erfahren, Hautprobleme, unerklärlicher Juckreiz oder auch Autoimmunreaktionen, also die werden so genannt und äußern sich zum Beispiel in Form von Schuppenflechte. Der nächste Punkt, der angeführt wird, wenn man in den Suchmaschinen nachschaut, ist tatsächlich psychologische Symptome wie Depression, Mutlosigkeit, launische Stimmung. Ja, und das ist ja genau der Punkt, an dem ich meine Botschaft aufgemacht habe, meine Headline, die euch oder dich wachrütteln soll und dir die Idee geben soll, ob du eventuell mit einer Glutenunverträglichkeit kämpfst.
Dann kommt als nächstes die Auflistung, geht also weiter. Da gibt es Konzentrationsprobleme oder auch Motivationslosigkeit, was man jetzt auch noch wieder der Depression und der depressiven Verstimmung zuordnen könnte. Auch ein körperliches Symptom, das selten mit Glutenunverträglichkeit zusammengebracht wird, ist Kopfschmerz. Kopfschmerzen bis hin zu Migräne. Das Faszinierende wieder aus meiner eigenen Erfahrung ist, dass ich seit meinem 12. Lebensjahr unter Kopfschmerzen gelitten habe. Also ganz bewusst, seit dem Zeitpunkt weiß ich, dass ich immer wieder Kopfschmerzen hatte. Migräne habe ich äußerst selten gehabt. Also ich kann jetzt toi 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 sagen, dass ich unglaublich selten mal einen Migräneanfall habe oder hatte. Der letzte liegt schon sehr lange zurück. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann das letzte Mal so war. Aber das wird auch wieder mit Glutenunverträglichkeit assoziiert. Dann der nächste Punkt. Es gibt so viele Menschen, die unter chronischer Müdigkeit leiden. Und zwar unter einer Müdigkeit, die scheinbar keine Ursachen hat, wo man also sagen kann, die sind im Grunde genommen immer ausgeschlafen und haben trotzdem so eine andauernde Müdigkeit und Schlappheit. Die haben keine Ausdauer, die sind kraftlos. Also ein Energieräuber scheint da im Spiel zu sein. Und da würde ich auch wieder vermuten, wenn es mit Gluten zusammenhängt, dass es da um die Biochemie des Gehirns geht. Dann sind wir wieder im Bereich des Körpers. Da gibt es Entzündungen, Schmerzen in den Gelenken, zum Beispiel in den Fingern, in den Knien oder in den Hüften, allgemeine Gliederschmerzen und rheumatische Erscheinungen. Dazu kann ich wieder ergänzend sagen, ich habe, bevor ich anfing, Gluten wegzulassen, mich oft morgens beim Aufstehen gefühlt wie eine alte Frau. Mir haben die Gelenke so wehgetan. Ich habe morgens das Gefühl gehabt, ich muss die Gelenke erstmal wieder langsam in Bewegung bringen, damit alles wieder geschmeidig wird und damit dieser Schmerz aus den Gelenken geht. Diese Gelenksteifigkeit im Sinne einer schmerzhaften Versteifung, die ist, ich weiß nicht wie lange, die ist schon unglaublich lange weg. Und ich sage so ganz häufig, es sind fast 10 Jahre, dass ich kein Gluten mehr esse, bis auf meine kurzen Ausflüge oder Rückfälle in Glutenkonsum, der immer sehr kurzzeitig und begrenzt war. Also fast 10 Jahre und es geht mir rein von den Gelenken, von der Beweglichkeit, von dem, wie ich mich in meinem Körper fühle, 1000-mal besser als vor 10 Jahren. Das ist also so faszinierend für mich, dass ich ganz häufig davon spreche, wie extrem gesund ich mich gerade im Bewegungsapparat fühle. Ja, dann gibt es Eisenmangel und blasse Haut wird angeführt. Und diese blasse Haut, ja, vielleicht scheiden die Blutgefäße durch und das führt, fabuliere ich jetzt so, das führt an der Stelle dann eventuell auch zu diesen Ringen unter den Augen. Ein nächster Punkt ist Reibeisenhaut beziehungsweise eine Verhornungsstörung. Eine Verhornungsstörung kann ich mir komplett zuschreiben. Ich habe Reibeisenhaut und Verhornungsstörung, solange ich denken kann. Also von kleinster Kindheit an habe ich sehr, sehr, sehr viel Hornhaut entwickelt. Und also
ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die noch viel, viel mehr Hornhaut haben. Aber das war schon auffällig für mich. Ich habe also da wirklich eine Last mit. Das ist auch eine Sache, die ist bis jetzt noch nicht wieder komplett verändert. Also ich vermute, dass ich da noch eine Zeit brauchen werde, beziehungsweise mit meinen Unterstützungsmaßnahmen, die ich ansonsten noch heranziehe, eventuell im Zuge der nächsten Jahre da noch bessere Ergebnisse erzielen werde und die Haut noch geschmeidiger wird. Ja, diese Verhornungsstörungen, die gibt es einerseits an den Haarfollikeln. Das bedeutet ja dann auch, dass man da eventuell auch Pickel ausbildet. Und die würden, kann ich so nicht nachvollziehen, aber vielleicht du, an den Oberarmen und an den Oberschenkeln gehäuft auftreten. Ja, das sind Symptome, die finde ich sehr erhellend. So kann man sich selber eventuell da schon mal rein an den Symptomen eingrenzen und für sich überlegen, ob das eine oder andere für sich selber zutrifft. Ich würde mich freuen, wenn du aufgrund deiner Erkenntnis, dadurch, dass ich dazu angestoßen habe, jetzt eventuell den Weg in die Glutenfreiheit findest und es einfach mal austestest. Ich werde nach und nach immer noch weitere Hinweise geben und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich ein paar glutenfreie Rezepte rausgeben möchte und werde. Allerdings sind mir dann am liebsten glutenfreie plus vegan, denn gerade wenn beides zusammenkommt, wenn man sowohl tierische Produkte weglassen will, also beispielsweise laktoseintolerant ist und glutenunverträglich, dann hat man bislang ziemlich Schwierigkeiten, gute Rezepte zu finden. Und ich habe mir im Laufe der Zeit ein paar Rezepte entwickelt für Kuchen und für Brote und für Süßspeisen, Kartoffelsalat. Also sowohl Süßes als auch Deftiges kann man aus beiden Vorgaben stricken. Also Rezepte entwickeln, die sowohl die Laktoseintoleranz als auch den Veganismus als auch die Glutenunverträglichkeit berücksichtigen. Ja, das ist jetzt ein kleiner Ausblick auf später. Ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit und eine verbesserte Gesundheit, die sich dann einstellt, wenn du für dich eine wichtige Entscheidung triffst und es einfach mal ausprobierst. Ich kann dir nichts versprechen, ich kann dir aber auch sagen, es gibt eine Möglichkeit, mit dem Leben anders umzugehen, eine Gesundheit zu erhalten, die du vorher nicht für möglich gehalten hast. Es erst recht, wenn du schon ein paar Tage älter bist oder auch wenn dich sehr lange bestimmte Symptome gequält haben, von denen du immer gedacht hast, so wie es mir auch ging, ja, das gehört einfach zu mir. Also, sei hoffnungsvoll, rechne mit dem Potenzial, das auf dich wartet, wenn du einen neuen Weg einschlägst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt aber tatsächlich eine schöne Zeit. Bis bald. Ciao, ciao.